Moin und herzlich willkommen hier wieder bei The Hobbyist in der Kategorie Gaming mit Vampire the Masquerade, Swansong und Gaylab Bazori, der sich gerade in die Höhle des Löwen vorgewagt hat. Er ist in einer Basis der Second Inquisition. Und was ihn jetzt hinter dieser tollen Panzertür erwartet, das sehen wir jetzt. Bleibt dran. We will see, huh? So, mal gucken, ob ich noch was vergessen habe. Das sieht gerade noch nicht so aus. Oh. Das hier? Is that So, it? für den Scanner, okay. Für den roten. Ich glaube, ich brauche noch so ein rotes. So ein rotes Äquivalent. Dafür müsste ich wahrscheinlich einen von der Second Inquisition ummurksen und dann mit dem It Skalpell. looks like a converted military base. Left over from the Cold War, most likely. Scheinbar, ne? Das sieht fast schon aus wie so ein Raketenabschussgedöns hier. Move along. Also, was haben wir hier? Ah, hier haben wir wieder so ein Update-Gedingse. Nachtigall, ich höre die Trapsen. Was haben wir hier? To all SAD squad leaders, the new audio headset system has been ready for some time, but you'll be able to test it in the field soon. I know it won't be your top priority, but I need as much feedback as possible on the situations you encounter. In my opinion, synthesizing the surrounding voices should be enough to counteract the blank body's mental manipulations. Aha. I'm looking forward to getting the results. Das ist also deren Ding. Provenance Vatican to Boston Treasure Department Inventory. Justinian font. Font number 54, font number 945, chalice number 2507, St. Thomas's censer, censer number 123. So, nee, kann ich nur lesen. Ich dachte, ich das mitnehmen kann. Da ist das Treasure. Ich wollte noch gar nicht reingehen, aber okay. There's a red implant. It might be the one I'm looking for. There must be a way to get him out of here. Ja. Dafür bräuchten wir jetzt noch so ein Safe Room, ne? Excuse me. If you're looking for a little light reading, this is not the place. I'm looking for something a little different. Can I help you? The person in charge here, if I needed to talk to him, how would I go about doing it? It's not easy. In general, Father Joseph doesn't leave the conservation area until he has finished his work. If he's restoring something, it can take a long time. He locks himself in with everything he needs, food and drink, and we don't see him again until he's done. What happens if there's an emergency? Look around you and ask yourself, what kind of emergency could there ever be in a museum or library? So he doesn't come out. That doesn't mean he can't be reached. He approves every request to borrow a book from the conservation area through a computer system. So, if I request a book, he'll come and hand-deliver it to me? No, it's automatic. He'll just approve the request. His work is very important. We do everything we can not to interrupt him. I'd rather you not disturb him. My job is far more important than dusting off some musty old books. I just need to talk to him, and he's impossible to reach. There's not much I can do for you. As long as he's working on his book, he won't answer. What's he working on? I have no idea. He's working his way through his list. Yesterday, I heard him say that he finished the authors starting with R. He was very happy about it. Okay. Komm, will ich schon mal mit ihr reden. I see that we have collected a lot of things. Yes, and it can be complicated to find your way around. What are you working on?
Ja. Unfortunately, I'm not allowed to talk to you about it. Well then, you'll find some other way to get the information you're looking for. Hätte jetzt wahrscheinlich ein I'll paar be Sachen aus hier going rauskitzeln können, aber jetzt hatte ich gerade nicht so Bock da drauf. Consultation procedure. Go to the consultation room, choose the work you would like to consult on the control panel. The manager will approve your request and send you the book. Return the book before leaving the room. Please be extremely careful with these rare priceless books. Also er muss es auf jeden Fall approven. Das ist schon mal das eine. Deduction? This is a thermostatic control panel. Korrekt. It controls the temperature, humidity, but it's locked. Higher clearance required. Natürlich. Doesn't seem to work. Damit kann ich aber nachher, wenn ich das rote Implantat habe, hier alles zerstören. Treasure Department, Boston Genical Society of Liverpool. The Treasure Department is the result of years of researching by hundreds of men and women around the world. It opens to all those who stand against the growing darkness, who dedicate their lives to protecting the innocent. The relics, books, and other subjects that make this collection are loaned from other canonicals and even from the Vatican. Due to their nature and age, these objects are rare and fragile, which is why it is necessary to take great care of them and refrain from handling them as much as possible. Although this space is not a church, respect and quiet are required. This is a place of study, research, and contemplation. We firmly believe in the power of symbols and in the invocation of beauty as strengthen our forces in the holy war. Please feel free to browse the books in the library, ask to consult our archives, or simply admire the works of those who have begun before us. These relics are on display because they once served their bearer in their struggle against the darkness. May they inspire you in turn, whether you're a believer or not. Wieder ein paar Waffen. Oh. Florins that belong to former hunters. What do they hope to get out of them? Florence. Dusty. Notes on Mary Simon. Mary Simon's parallel between the blank bodies and the French Revolution is absolutely gripping. Her cynical view of the events that followed the fall of the Bastille up to the advent of Bonaparte sheds light on the methods used by the creatures of the night to influence human society. Although nothing she reports can be verified due to the absence of reliable sources, it is certain that this is not the work of a liar or impostor, as those who guillotined her claimed. This reminds us that truth is a tragic struggle and that shadows tend to cover everything with their shroud. Borges is gonna kill me if I don't finish. Ja, vielleicht kann ich dir damit helfen. Read. Subject Organization Changes, das hatten wir alles schon, oder? Ja, das hatten wir schon. Warum soll ich das? Ich kann es auch mal nehmen, oder? Ist mir Wurst. Nehme ich gerne doppelt. Historic Timeline, Major Periods in Occult Literature. Classical Period, Early Middle Ages, High Middle Ages, Late Middle Ages, Renaissance, Modern Period, Contemporary Period. Kann ich irgendwas sehen? Oh. Das ist auf jeden Fall wieder mal so ein Gemälde, was heißt verstörend aussieht, aber naja. Arcanum Meeting 1896. Oil on Canvas, Friedrich von Simsel, Linz, Austria. From left to right, Hans von Friebeis, Burgmeister of Linz.
During his brief time in office, he did his best to establish the Arcanum in the region. Hector Dietrich, Chancellor of the Vienna Arcanum. Dr. Seamus Sloan, renowned scientist and author. Julia Spinelli, occultist. Anton Volodine, hunter. And Irina Volodina, hunter. Monster Hunter, who disappeared shortly after the meeting. Formidable Monster Hunter, who went missing along with her brother Anton. Ja, warum das wohl so ist. Die da hinten, ne? Hier haben wir einen Second Inquisition Guard. All that for nothing. Schon wieder so einer. Ach, der Typ. Figures. I can't find what I'm looking for. Old Coins. Okay, die brauche ich jetzt auf jeden Fall. Ich brauche diese Willpower auf jeden Fall. I need some coffee. I am this close to giving up. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt leider nicht hundertprozentig gehört, was er sucht. A new face, suddenly overcome by a need for reading material? I just joined the department. We've got a few too many newbies around here, if you ask me. At least you're not from the Vatican. The Society of St. Leopold. Do you see them often? Every once in a while. Most of my focus is on the fabulous activity we call sorting. Care to try? No thanks. I figured. Well, I've got a lot of work. I'll be going now. Recommendations for promotion for consideration by the Pope. Society of St. Leopold. In light of their outstanding achievements and recent operations, we recommend the following members for promotion to a higher rank. Marc de... Oh, ich kann kein Französisch. Currently Counselor of the Orleans... Orleans, sagt er schon. The Orleans Canonical. Newspapers sure Oh, das ist have doch Orleans, changed. oder? Orleans Canonical for having foiled an infiltration plot threatening the integrity of the Senecal and the person of Ab Michael. Ich hab mal, was habe ich eben gesagt? Canonical? Ich glaube, es heißt Senecal, ne? Enrique Las Casas, currently tertiary of the Toledo Senecal, for locating and identifying several creatures. Chiara There's nothing quite like the scent of Favarone, old currently paper. tertiary of the Milan Senecal, for her contribution to the scientific advances following the supply of material from Operation Antigen in London. Oha! London ist ja gefallen in der V5 und die scheint da groß mit dabei gewesen zu sein. Chiara Favarone. Julia Hawkins, currently novice in the Dublin Senecal, for her I need some innovative coffee. organizational proposals and impeccable work. Signed in Rome, 2014, also 5 Jahre her. Gianluigi Colonna, Provincial for Western Europe. Okay. Interessant. Die macht also einen ziemlich guten Job. I'm getting tired. Ugh. The Boston Globe, the oldest building in the... Also das ist von 1910. The oldest building in the downtown area went up in flames. A tragic fire in our fair city destroyed one downtown's Boston's oldest buildings, located on Chauncey Street. Although the fire department arrived quickly, the damage was irreversible. The roof structure, the probable source of the fire, quickly collapsed, leaving no chance to save the building. Despite the complete destruction, only 3 deaths were reported, as there were not many people in the building at the time of the Newspapers tragedy. sure have changed. An investigation is underway to determine what led to this horrific incident and who was responsible for this time of mourning. Our thoughts and prayers are with the families and friends of the victims. May those There's who left nothing us quite rest like in the scent peace. of old paper. Charles Welsh.
frage mich, ob die hier schon die ganze Zeit sind. Alter, was ist das für ein I need Gewehr, some ey. coffee. Holy shit. Higher clearance natürlich. required. No, that doesn't work. Ich brauche dieses rote Ding von dem Typen hinter dem Glaskasten. Da komme ich nicht so ohne weiteres rein. Das ist doch hinter dem Typen jetzt, oder? Ah, hier kann man das Buch anfordern. Okay. Da kann ich aber nicht reinklettern, ne? Sieht eigentlich groß genug aus. Achso, die Tür. Ne, da kommen wir nicht rein. Das haben wir hier. Rückgabe wahrscheinlich. List of books in the conservation room. The Great Night Hunt, remarks on the resilience of the dead, a study on the demons of Southern Africa. Alter, also richtig viele. Das ist jetzt die Frage. Vielleicht arbeitet er gerade an irgendeinem von den Büchern. Das sind richtig, richtig viele. Und dann kann ich mir das ausleihen. Consultation requests, instructions. The logbook lists all the books stored in the conservation area. You can request any of them by entering the book's reference code into the device. The book will automatically arrive at the lectern. If a book being restored, you may still request it. However, the treasure department manager will personally oversee your consultation and will handle the book for you. If a book is being restored... Müssen wir jetzt wissen, was für ein Buch er da hat, was er gerade restauriert, damit wir ihn so in die Finger kriegen. Sie weiß das natürlich nicht. Aber ich habe das Sense ja Unseen, ne? Excuse me, I warned you, didn't I? Maybe you'll listen to me next time. Ja. Faith bei Dr. Irgendwas. Ja, das ist es, was ich wissen wollte. Hatte ich das eigentlich auch ohne Sense Unseen gekriegt? Ich weiß es nicht. Oh. Ah, Abbey, Sense, Counselor, Tertiary, Novice. Ah, das sind also Rangstufen. Der Abt, Sense, weiß ich auch nicht, was es kostet. Counselor, Tertiary, Novice. Ah, die Tertiaries, das sind die... Wie zum Beispiel die Frau hier, die hier... Ne, er hier zum Beispiel ist auch einer, glaube ich. Diese Favarone, oder wie die heißt, ist auch eine. Divine Wrath, Giovanni Rossi. the cover of a very old book. The book bindings of the first edition of a brilliant book. These types of binding are typical of the late modern period. These diamonds are nothing compared to the ones I used to sell. It was long ago. Alright. Mal gucken, dass ich noch irgendwas mitnehmen kann vielleicht. Chapters of the Arcanum. Inventory of the organization's known locations. Zürich, Boston. Was war das? Warte mal. Inventory of the organization's known locations. Zürich active. Chancellor unknown. This chapter's activity seems to have increased in recent years. Jetzt ist Boston. Das Interessante ist, that is destroyed. Address Chauncey Street, blah blah blah. The non-infamous Boston Arcanum chapter was the subject of retaliation from the creatures we were fighting. The building, some of its staff, and most importantly, most of the knowledge and works it had collected were lost to the flames. Very little was able to be recovered. Vienna is active. Found by its creator himself. Das ist auch Tremere, oder? Wien? One of the oldest chapters of the organization, founded by its creator himself. Ich meine, das müsste... Ist Tremere nicht in Wien gewesen? New Delhi. Achso, aber hier sagt Chapter placed under increased surveillance by the Vatican. Doch irgendwie eigene Sachen? Las Vegas, okay.
Vampire Hall. Ah. Wie auch immer, was haben wir hier noch? Biology. Ja, gut, alles schön und gut, aber jetzt nichts Berauschendes. Was hat er gesagt? Faith, ne? Title. The Faith of Our Fathers. Dr. Zach Bailey. Haben wir noch was anderes mit Faith? Vampires and Faith. Dr. Tatjana Fedorova. London. Vampires and Faith. Faith of Our Fathers. Ah, aber Modern Era haben sie gesagt, ne? Das heißt 1600. Würde, glaube ich, nicht so gut passen wie 1917. Keeping the Faith. Das würde vielleicht passen, weil es in Boston ist. Vielleicht haben sie es gerade erst gefunden. Faith. Was haben wir mit Faith? A Brief Essay on Faith. Paris. Ich glaube, ich gehe mit dem Boston-Ding erstmal. Wo war das? Hier oben irgendwo. Keeping the Faith. 5982. 5982. Verdammt. Hä? Das war's schon mal nicht. Aber Vampires and Faith würde ich dann als nächstes nehmen, oder? Wo war es denn? War schon zu weit unten, das war weiter oben. Da. 8542. Boah, ernsthaft? I'm not interested in that. Ich will das nochmal angucken, was er da auf dem Tisch liegen hat. Ich dachte, Faith kommt da... Ach, am Schluss. Da würde aber Vampires und Faith eigentlich passen. Kann ich mit Auspicks da ein bisschen genauer drauf gucken? Ah, kann man auch nichts ahnen, ne? Okay, aber Faith kommt am Ende. Der Vampires und Faith auch gedacht und Keeping the Faith hätte auch gepasst. Dann macht es das aber leichter. Foundation through Faith. Das könnte es auch sein. Aber warte mal, wie alt ist das? 1600 irgendwas. Moment. Ich will mal eben kurz gucken. Modern Era. Da haben wir doch jetzt einen Chart, ne? Modern Period. 1700 bis 1930. Okay. Gut zu wissen. Und ja, das haben sie eigentlich echt gut gemacht, dass man so überall so kleine Clues findet. Das heißt, das hier kann schon mal nicht sein. Losing the Faith kann es auch nicht sein. Vampires and Faith hatten wir gerade. Hätte es theoretisch sein können. Keeping the Faith. Das haben wir noch nicht ausprobiert, oder? Doch, haben wir, glaube ich, schon. 5x2, doch, haben wir, glaube ich, ausprobiert. Bei Dr. Tatjana Fedorova kann es dann, glaube ich, auch nicht sein, ne? Gucken wir mal, was wir noch für Face haben hier.
A Brief Essay on Faith. Das ist zu jung, das Buch. Denying One's Faith. Das könnte passen. 7663. Sieben, sechs, sechs, drei. Ach, fuck off. Will ich nicht haben. Sieben, sechs, sechs, drei. Da. Face and Curse brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Guardians of the Faith. Aber 1885 ist zu alt. Man Without Faith. Das ist kein Doktor. Okay, der gibt der Faith. Ist zu alt. Eastern Faith. Faith. Das ist alles zu alt. Wie jetzt? Das waren es schon, die Bücher? Das kann ja nicht sein. Moment. Ich muss nochmal cross-checken. 1701 bis 1930. Und hier rechts hatten wir, oder auf der einen Seite hatten wir doch diesen Buchumschlag, wo stand Modern Era, ne? Und der sieht so aus wie das Ding, was er gerade restauriert. Steht hier Books, Bindings of the first edition of a brilliant book. This types of binding are typical to the late modern period. The late modern period. Das heißt wahrscheinlich eher in den 1930ern. 1900er bis 1930ern. Late Modern Period. Faith am Ende mit Doktor im Namen. Nochmal. Oder warte mal, muss doch Faith stand ziemlich am Ende. Foundation through Faith. Nein. Das ist auch interessant hier, The Abduction of Cain, dass die sowas haben. Ja, Vampires and Faith, das würde aber echt passen, ne? 1917, 8542. Hatte ich mich vertippt? Ich probiere es nochmal aus. Wer hätte mich vertippt? Ich hätte mich vertippt. Ja. Nochmal. Foundation through Faith. Das ist zu alt. Losing the Faith ist auch zu alt. Keeping the Faith. Das könnte es auch sein. Das hatten wir aber eben auch schon, ne? 5982. Ich will nochmal sicher gehen. 5982. 5982. Das hatten wir auch. Das ist es aber auch nicht, ne? This is a waste of my time. Nachher steht das gar nicht auf der Liste hier drauf. Da gibt es nicht so viel mit Faith am Ende. Also es gibt eine Menge mit Faith am Ende, aber A Brief Essay on Faith. Das passt von der Zeit nicht und ist auch kein Doktor. Denying One's Faith. Das könnte es. Das haben wir aber auch schon. 7663 haben wir auch richtig eingetippt. The Faith of Historical Monsters. What the true faith can teach us. Ich überlege gerade, wenn das so ein langes Ding ist, ob das umgebrochen ist. 1657. Probieren wir das mal aus. Nee. Wo ist es? On the Faith of irgendwas war das gerade.
aber die haben es ja so gezeigt mit Klammer, Punkt, Punkt, Punkt und dann Faith am Ende. Also ich denke schon, dass es irgendwas mit Faith am Ende sein muss. Das wäre sonst ein bisschen hart. Aber ich habe da jetzt schon fast alles ausprobiert. 1800 ist zu alt. Man without faith ist auch ein bisschen zu alt. Can they keep the faith? Ist auch zu alt. Follow up Eastern Faith, auch zu alt. Eastern Faith, auch zu alt. The End of Faith, auch zu alt. Und das war's. Ich muss das Buch nochmal genau angucken. Sorry, ich stehe gerade mal wieder auf dem Schlauch. Ich dachte, meine Herangehensweise wäre vernünftig. Oder muss ich ihm andere Bücher entlocken? Aber das sieht schon so nach diesem Rätsel aus. Kann ich da nicht irgendwas entziffern? Nicht so richtig. Doktor. Kann man sehen, wie viele Worte das sind? Überhaupt nicht, ne? Ich kann mit ihm nochmal reden. Vielleicht weiß ich, was im Buch er da ausgeliehen hat. Yes? Ah, toll. I'll be going now. Ah, St. Georg. I'm busy. Sorry. Ich gucke nochmal, ob der eine Typ... Hast du heute schon gelesen? Ne, hab ich noch nicht gelesen. Recommended Reading Topics. Joseph Manage, Health Sherry of Boston Seneca and the Treasure Department Manager. Sunlight and Vampires, Lycanthropy, The Power of Our Faith. Okay. The Power of Our Faith. Na, mal schauen, ob er das hat. The Power of Our Faith. Ist aber auch nicht in der Liste drin. Moment mal, heißt das vielleicht... Habe ich hier noch irgendwo anders eine Möglichkeit rauszufinden? Vielleicht ist es ein Buch, was nicht auf dieser Liste steht, sondern irgendwo anders? Habe ich noch nicht genug Informationen? Achso, kann ich nicht konsultieren, weil... If you're not coming to help me, don't bother me. Fuck off. Did you need anything else? I'd like to talk to the person in charge of the library. He's a busy man, and his time is precious. What do you want to see him for? Es burnt komplett mein Willpower. Achso, das brauche ich glaube ich dann nicht mehr. 41 Sekunden ist zu wenig. I tried to get through to him, but he doesn't answer. That sounds familiar. Father Joseph is extremely focused on his work. You could try talking to Villeneuve, or maybe by going through the consultation room. I'll try. I'll be going now. Wer ist noch Villeneuve?
Ist er das? Figures. I can't find what I'm looking for. Das hat mir mal gar nichts gebracht. Schön 6 Willpower verbraten dafür. Ist das für Steve oder Neff? Nee, ne? Yes? Doch. I'll be going. Das nervt mich jetzt wieder so ein bisschen. Ich meine, ich hatte des Rätsels Lösung gefunden und dann doch nicht. Ich gucke das Buch jetzt schon zum 5000. Mal an. Aber dieser Umschlag hier sieht genauso aus wie der. Das heißt, diese späte Modern Era ist schon mal richtig. Ich kann jetzt einfach stumpf jedes Buch ausprobieren, was hinten Faith hat. So, fangen wir mit dem ersten an. Foundations through Faith. 3713. Kommt, geht gleich wieder zurück. 3713, so. Losing the Faith. 4063. Kommt auch was, ne? Ja. Faith of Our Fathers. Okay, Vampire the Faith hatten wir schon. Keeping the Faith hatten wir schon. Ich nehme jetzt auch einfach welche, die keinen Doktor haben. Ist mir vollkommen Wumpe. Vielleicht ist das irgendein spezieller Dude oder was. Der später einen Doktortitel hatte oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Denying One's Faith. Das hatten wir. The Faith can teach us. Das hatten wir auch schon ausprobiert. Guardians of the Faith. Haben wir, glaube ich, noch nicht. 8070. Oh, das könnte es sogar sein. Ob wir wirklich das richtige Buch ausgewählt haben, das werden wir jetzt beim nächsten Mal sehen. Ja, es hat auf jeden Fall ein wenig gedauert, da hinzukommen. Ich weiß gar nicht, warum ich dieses spezielle Buch jetzt am Anfang noch nicht gesehen hatte, aber hey, wer weiß, ob es das Richtige ist und wir nicht doch noch irgendeinen anderen Trick anwenden müssen. Aber das seht ihr beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Vampire the Masquerade Swansong mit dem Hobbyist. Ich würde mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen, über Kommentare unter dem Video und ja, bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal und ciao.